Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Runde Unreal Engine. Heute geht's weiter und zwar wollen wir uns heute mit dem Kerl hier beschäftigen. Das ist unser Charakter, den wir schon im ersten Video hinzugefügt haben und der wird jetzt animiert. Der kompiliert bei mir gerade noch, hat schon ungefähr 10 Minuten hinter sich. Das heißt, wenn ihr den reinzieht, deswegen habe ich das Ganze mal separat gemacht, den findet ihr übrigens unter Content und dann eben Paragon Twin Blast, das ist das, was wir geaddet haben. Characters, Heroes, logischerweise Twin Blast. Und dann unter Meshes und hier habt ihr eben Twin Blast. Und das ist euer Charakter, den ihr reinziehen könnt. Ihr habt ja auch noch mehrere andere Varianten davon. Wir können jetzt auch irgendwie eine Gun oder sowas an ihn ranhängen. Das ist zum Beispiel diese Ult-Gun. Ich habe keine Ahnung von Paragon übrigens, also ich habe das nie gespielt. Aber auf jeden Fall haben wir hier eben diesen Twin Blast hier oben in unserem World Outliner auch drin. Und jetzt sehen wir ihn hier eben auch. Er wird, wie gesagt, gerade noch bei mir fertiggestellt sozusagen, aber wir brauchen ihn auch gerade noch nicht. Was ich euch jetzt eigentlich erstmal zeigen möchte, ist unser Sequence. Also wir haben unsere Sequence hier. Wir haben jetzt am Anfang einen Shot eingefügt und das ist der Shot 001 und hier drin haben wir Subscenes. Und diese Subscenes, ich habe hier übrigens letztes Mal was gehabt, das habe ich einfach mal wieder gelöscht. Es war so, das habe ich einfach mit Entfernen wieder löschen können, logischerweise. Und ja, was ist jetzt das Ding hier? Naja, eine Subscene ist im Endeffekt sowas Ähnliches wie ein Shot, aber ein bisschen besser. Und das ist eben so der normale Workflow, dass man einen Shot hat sozusagen, eine Level-Sequence, in der alle Animationen drin sind. Das heißt, wir haben eine Level-Sequence, die wir hier über diese Subscene einbinden, in der alle Animationen drin sind und hier in den Subscenes, beziehungsweise, nicht in den Subscenes, in den einzelnen Shots hier, schneiden wir sozusagen einfach immer nur. Das heißt, jedes Mal, wenn sich sozusagen die Kamera irgendwie verändern soll, dann schneiden wir. Und wir schneiden. Und das sind die einzelnen Shots. Ja, und das ist so in etwa der normale Workflow. Warum machen wir das Ganze so umständlich? Im Endeffekt könnten wir das alles auch hier einfügen und dann über Copy-Paste machen. Naja, ganz einfach, wenn sich irgendwann mal was ändert oder außerdem, wenn ihr im Team arbeiten wollt, dann ist es so viel einfacher, das Ganze so aufzuteilen, weil einer macht dann halt die Animation, der nächste macht die Cuts und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich super gut und deswegen machen wir das jetzt eben so. Okay. Jetzt haben wir natürlich noch Folgendes vor uns. Wir wollen hier eine neue Subscene erstellen, beziehungsweise eigentlich eine Level-Sequence. Es ist tatsächlich dasselbe. Deswegen gehen wir hier auf Rechtsklick, dann Animation und hier können wir dann eine Level-Sequence auswählen und hier sagen wir jetzt Animation dazu. Und das ist jetzt das, was wir verändern wollen. Die ist jetzt hier nicht irgendwie über den Master eingebunden, sondern die ist eigenständig. Und hier drin machen wir jetzt die Animation nachher und dann, also das binden wir nachher erst ein und jetzt gehen wir erstmal nochmal in Master zurück und dann in Shot 001 und hier soll die Animation verwendet werden. Das ist jetzt sozusagen, hier in unserem Shot 0001 verwenden wir irgendwelche Kamerafahrten, um eben diese Animation gut darzustellen. Und ja, das machen wir jetzt hier eben über diese Subscene. Hier fügen wir eine Sequenz hinzu, sagen, okay, das ist meine Animationssequenz und hier steht dann eben erstmal 0 Tracks. Ja, ist ja auch irgendwie sinnvoll, denn wir haben ja auch noch keine Animationen drin. Aber jetzt können wir hier eben zum Beispiel diese Kamera einfügen und so weiter und so fort. Das machen wir dann aber das nächste Mal. Jetzt können wir nämlich auch hier theoretisch über Doppelklick draufgehen und können hier die Animation machen. Oder wir gehen hier über Animation und können hier die Animation machen. Kommt aufs selbe raus. So. Und genau das wollen wir jetzt eben machen. Also das war jetzt sozusagen die Grundlage zu Subscenes erstmal. Jetzt wollen wir die Animation machen und er hat immer noch nicht ganz fertig geladen. Wir sehen, sein Bauch ist immer noch ein bisschen blass und sein Gesicht, da sind wir. So sieht der Kerl in fertig aus, zumindest in diesem Skin oder whatever. Ich glaube, man hat sogar alle Skins hier irgendwie zur Verfügung, muss ich aber noch gucken, weiß ich nicht genau. Skins sind ja irgendwie sowas ganz, ganz Besonderes bei vielen. Aber okay, was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir wählen ihn erstmal aus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir ihn hier ausgewählt haben. Und jetzt können wir hier über Plus Track und dann Actor to Sequencer. Add Twin Blast. Ansonsten müssten wir hier halt alles durchsuchen und diese ganzen Steinchen und so weiter. Das dauert ein bisschen, deswegen wählen wir das aus, was wir haben wollen. Sagen Add Twin Blast und jetzt haben wir ihn hier. So, und jetzt haben wir einen Actor hier drin. Bam. Und das ist jetzt tatsächlich das, was wir haben wollen. Wir sehen hier oben, wir haben Twin Blast und der teilt sich aber nochmal auf in Transform und Animation. Und wir können ihm hier jetzt sozusagen sagen, okay, wir wollen, dass er irgendwas tut. So, und dieses wir wollen, dass er irgendwas tut, das kann man hier drin machen. Jetzt ganz, ganz wichtige Hotkeys sind für euch erstmal S. S baut ein neues Keyframe hier im Transform drin ein. Das heißt, dieser rote Bobble hier ist ein Transform.
Hat nichts mit Transformers zu tun, falls ihr jetzt daran denkt, aber wobei, vielleicht hat es doch was damit zu tun. So, wenn wir jetzt unseren Charakter hierher gezogen haben, dann wird auch die Animationssequenz ab hier spielen. Wenn wir aber wollen, dass in der Animationssequenz er da hinten anfängt, dann müssen wir noch ein bisschen was anderes machen. Wir müssen ihn erst nach da hinten verschieben. Aber wenn ich jetzt anfange, meine Animation anzufangen zu spielen, dann fängt er auch da an, logischerweise, weil ich ihn im Level dahin geschoben habe. Jetzt wollen wir ihn aber erstmal von mir aus im Level da haben und später in meiner Animation soll er woanders sein. Und dann machen wir ein Keyframe mit S oder eben hier über Add Keyframe at Current Time und dann ziehen wir ihn hier irgendwo anders hin. Und dann sehen wir, die Animation läuft eben wieder da hinten los, weil wir das Keyframe gesetzt haben, dass die Animation hier starten soll. Und er selber steht aber irgendwie da vorne oder sowas. Also ja, Keyframes geben sozusagen immer zu einem gewissen Frame, also im Endeffekt hier an der Stelle 0, geben sie an, wo der Charakter sitzen soll. Das heißt, wenn wir jetzt wollen, dass unser Charakter zu Zeitpunkt, sagen wir mal zu Frame 50, Sekunde, ich habe meinen Finger nicht auf S, dann schieben wir ihn erstmal hier nach vorne, sagen, okay, wir gehen auf 50, ja, okay, jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, gehen hier auf 50 und dann machen wir hier ein Keyframe. So, und jetzt haben wir im Endeffekt eine Animation, naja, nicht wirklich eine Animation, aber wir sehen, was jetzt hier gleich passiert. Wenn wir hier auf Play gehen, geht unser Charakter nach da vorne und nach 50, also das Ganze wird dann interpoliert, nach 50 bleibt er dann an dieser Stelle stehen, weil hier hinten eben kein Keyframe mehr ist. Das heißt, wir haben ihn sozusagen bewegt. Das ist das eine. Jetzt natürlich die Animation ist das andere. Das heißt, wenn er irgendwie laufen soll, müssen wir ihm das auch sagen. Weil, ja, wir sehen hier, von sich aus macht der Kerl gar nichts. Ja, kann man machen. Sollte man möglichst vermeiden, wenn man den Charakter sieht, weil sowas in einem Computerspiel zu sehen, ist irgendwie seltsam. Ein Charakter, als kleiner Grundtipp, sollte immer animiert sein. Er sollte nie einfach nur so aussehen, so wie er hier eben modelliert wurde. Das geht gar nicht. Er sollte immer irgendwie animiert sein. Und Animationen von mir aus, normalerweise hat man eine Idle-Animation, Idle immer dabei. Charge Blast Idle Additive und so weiter und so fort. Hier gibt es normalerweise immer eine Idle-Sequenz oder eine Idle Relaxed, Idle Travel Mode und so weiter und so fort. Probiert euch da einfach mal wirklich durch. Das ist jetzt seine normale Ruhe-Animation sozusagen. Und die habe ich jetzt einfach mal reingemacht. Diese Animation geht ganz schön lange, bis hier hinten. Da seht ihr immer, wann ist die Animation zu Ende. Ich mache das jetzt gerade mal hier ein bisschen länger. Und wenn wir hier das jetzt weiterziehen, dann sehen wir hier diese weißen Streifen. Also hier ist ein weißer Streifen, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist ein ganz kleiner weißer Streifen, so vielleicht besser. Hier ist ein weißer Streifen und hier ist ein weißer Streifen. Da fängt die Animation immer von vorne an. Das heißt, da kann ich dann sozusagen sagen, okay, hier ist eine Idle-Animation fertig. Man sollte immer schauen, dass man irgendwie eine Animation fertig hat. Bei Idle ist es normalerweise nicht so wichtig, wenn man die unterbricht, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt irgendwie eine Kampfanimation unterbricht und eine andere Animation anfängt, dann sieht es meistens ein bisschen weird aus, weil man plötzlich mitten im Schlag ist, der Arm ist ganz oben und dann fängt er an, irgendwie zurück zu taumeln und der Arm ist plötzlich ganz unten oder sowas. Das sieht dann seltsam aus. Aber ja. So, und jetzt haben wir hier eine Idle-Animation? Okay, keine Idle-Animation. Das scheint nicht die gute zu sein. Ich habe mich hier selber tatsächlich noch nicht durchgeguckt. Wir machen jetzt einfach mal diese Charge Fire Blast. Und wir können hier auch übrigens diese Animation verschieben an Zeitpunkte. Also das könnt ihr irgendwo hinschieben. Im Endeffekt wie eine Timeline beim normalen Video editieren. Achtet aber immer darauf, dass ihr hier auch wirklich die Frames erwischt, an denen ihr anfangen wollt. Das heißt nicht bei -1 und auch nicht bei +1, sondern bei 0. So, und ja, ihr könnt natürlich auch die Keyframes hier verschieben an eben zum Beispiel diese Stelle. Das heißt, wir bewegen ihn jetzt gerade, während er diese Ability macht, hier irgendwelche Charge Blast Animationen. Bam! Und er bewegt sich einfach so nach vorne, was überhaupt keinen Sinn macht in dem Zusammenhang. Aber okay, also das sind im Endeffekt Keyframes und Animationen. Das ist das Allerwichtigste hier erstmal. Und ihr könnt, wie gesagt, diese Animation hier auf dieser Zeitlinie verschieben, wie ihr wollt. Wenn ihr die halt hier hinten hin macht, dann macht er erstmal gar nichts, dann kommt er an und dann macht er hier irgendwelche Animationen und dann macht er halt wieder gar nichts. Also, ja, sowas im Endeffekt ist, ja, das ist im Endeffekt das, was ihr mit Animationen machen könnt. Wir machen jetzt hier einfach mal noch eine Charge Blast Idle Animation. Das ist eine relativ lange Animation. Und hier sehen wir auch, was oben drüber ist, hat so ein bisschen Priorität. Also das wird tatsächlich jetzt gemacht. Aber ich mache die jetzt mal hier raus. Ich will eigentlich nur mal das hier sehen. Diese Animation tut
Ah, doch, er atmet ganz leicht. Aber ja, er aimt halt irgendwie ganz seltsam. Ja, nicht meine Lieblingsanimation hier, muss ich sagen. Machen wir eine andere rein. Okay, normalerweise hat man so einen Start, nehme ich an. Also ich habe keine Ahnung von den Animationen hier von dem Kerl. Aber, oh, da kann man sogar ein Gewicht angeben. Krass. Okay, Charge Blast Start, Charge Blast Fire. Naja, das wird wohl irgendwie Sinn machen. Und das machen wir hier mal raus. Er soll sich nicht bewegen. Das ist jetzt erstmal ganz okay so. Und dann machen wir hier eine Animations... Fire Additive, Idle. Charge Blast Start Additive, Nitro Loop Additive, Nitro Start. Was ist Nitro? Ah, das ist dieses komische Charge Pack, Jetpack da hinten drauf. Okay. Recoil. Krass. Also ihr habt hier wirklich sehr, sehr viele Animationen, die ihr irgendwie haben könnt. Was ist Bound? Das sieht cool aus. Okay, das nehmen wir. Super. Okay, dann fangen wir einfach mal an. Er macht hier Bam und ja, sieht eigentlich gar nicht so schlecht. Okay, das sieht jetzt doof aus. Er sieht aus, als wäre der... Ups, das wollte ich nicht. So. Okay, also das sieht doch schon mal gar nicht so scheiße aus. Jetzt haben wir hier eben zwei Animationen hintereinander sozusagen, wo er einfach irgendwas schießt. Das ist jetzt logischerweise noch kein Cinematic oder sowas. Das ist jetzt einfach nur irgendwas, aber ihr könnt ihn natürlich auch sich bewegen lassen. Wenn ihr ihn bewegt, achtet allerdings darauf, dass diese Animationen meistens in place sind. Walk vielleicht oder so. Ja, Ultimate Walk, Backward, BWD steht normalerweise für Backward, FWD normalerweise für Forward. Das heißt, wir lassen ihn jetzt Forward laufen. Also wir lassen ihn zuerst irgendwie hier was feuern. Dann machen wir hier ein Keyframe, denn wir wollen ja hier anfangen zu laufen. Dann können wir eigentlich das Keyframe hier vorne löschen, ist egal. Lassen wir drin. Und wenn er fertig ist mit Laufen, dann wollen wir ihn nach vorne laufen lassen, also von mir aus hier oder sowas. Und da hat er dann sein Keyframe. Also jetzt nur mal so als ganz kurze Animation. So, er fängt an zu schießen und läuft dann einfach so nach vorne. Und wir sehen, er slidet so ein kleines bisschen. Das bedeutet, wir haben das noch nicht ganz so weit, wie wir es brauchen. So, probieren wir es nochmal. Und er slidet, glaube ich, hier auch so ein bisschen nach hinten. Deswegen sollten wir das auch wegmachen. Okay. So, und jetzt fängt er an zu laufen. Das sieht doch eigentlich ganz sinnvoll aus. Also, man muss immer darauf achten, wenn die Laufanimation schneller aussieht, als das, was der Typ tut, dann sieht das immer so ein bisschen aus wie Sliden auf dem Boden. Ich zeige es euch gerade mal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier dieses Keyframe zu weit nach hinten setzen, sagen wir mal nach hier, dann sieht das Ganze folgendermaßen aus. Dann slidet er so über den Boden, als würde er schleichen. Das gibt es tatsächlich in manchen Spielen, die machen das so. Sieht aber meistens ein bisschen scheiße aus. Normalerweise sollte die Laufanimation dann möglichst langsam sein. Und jetzt hat er seine Waffe fallen lassen. Ist das echt so? Ah, witzig. Okay, normalerweise sollte die Laufanimation auch ungefähr zur Geschwindigkeit passen. Und deswegen haben wir hier eben... müssen wir ungefähr angeben, wie weit er sein soll. Wenn wir eben vielleicht nicht ganz so weit wollen, dann müssen wir halt die Laufanimation kürzer machen. Das können wir ja machen. Wir können die Laufanimation einfach bis hierher machen, dann läuft er halt ein bisschen schneller. Das geht natürlich auch. So, das heißt, wir lassen ihn jetzt laufen und jetzt läuft er ziemlich zügig. Daran merken wir, dass wir vielleicht ein bisschen länger hätten gehen müssen. Vielleicht bis hier. So, das ist immer relativ schönes Feingetune. Er läuft immer noch sehr, sehr schnell. Ups. Ja, ich will ihn ab hier abfangen. Ja, das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Und ja, er aimt sozusagen auf was auch immer da hinten ist, auf diese Kette. Es ist nicht mal der Altar hier, weil er nicht ganz gerade läuft, weil ich ihn ein bisschen schief gedreht habe. Aber ich glaube, das ist erstmal so ganz gut. Jetzt haben wir ein paar Animationen und damit kann man gut arbeiten. Das sind jetzt sozusagen unsere Animationen und die werden wir nachher für die Shots verwenden. Also wir machen nicht viele Shots, wir machen 2 oder 3 Shots höchstens. Und ja, das ist eigentlich alles, was wir für dieses Video irgendwie brauchen. Und ich muss echt sagen, also Epic Games, dieser Charakter sieht verdammt gut aus. Ich merke immer wieder, wenn ich den Unreal Shop oder halt den Marketplace aufmache, ich würde am liebsten irgendwie alles einkaufen, aber ich kaufe mir nie was, weil ich selber irgendwie keine Zeit habe zum wirklichen Spiel erstellen. Und für euch, naja, für euch sind solche Charaktere eigentlich noch attraktiver als irgendwelche, keine Ahnung, Türme oder sowas, was man halt für ein normales Spiel halt auch braucht. Sozusagen Deko für außenrum. Deswegen nehme ich am liebsten die kostenlosen hier. Vor allem sind die sowieso von Epic Games und da weiß man, dass sie funktionieren. Okay,
Ja, gut, das war's dann von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns natürlich beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht es dann um die Kameras und dann könnte man meinen, wir sind schon fertig. Nein, sind wir nicht. Es gibt noch einen Haufen Features, die wir uns noch angucken wollen. Das sind jetzt sozusagen erstmal die Basics und ich werde euch auch nicht alle Features zeigen können, weil es einfach viel zu viele sind, aber ja, die wichtigsten will ich euch auf jeden Fall zeigen. Gut, und das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.